7. Kapitel. Hi Emma. Hallo Tommy. Tommy drehte und knetete seine Mütze zwischen den Händen und blickte abwechselnd Emma an und auf den Boden. »Wer ist da, Emma?« Mrs. Bones' Stimme drang aus dem Inneren des Hauses auf die Veranda. »Es ist Tommy!« »Oh, Tommy!« Mrs. Bones steckte ihren Kopf durch die Türspalte. »Lange nicht gesehen.« »Ja, Mrs. Bones, Tommy stockte. »Ich hatte viel Arbeit, wissen Sie?« Mrs. Bones nickte, als wüsste sie. »Ich habe gehört, Frau Lepp hat den Rose High gewonnen.« »Ja, Mrs. Bones.« Emmas Mutter lächelte. Dann wandte sie sich an ihre Tochter. »Emma, vergiss bitte nicht die Knochen auf dem Ofen.« »Natürlich nicht, Mutter«, antwortete Emma gehorsam. Und als sie Tommys verständnisloses Gesicht sah, erklärte sie. »Wir hatten gestern Hühnerbraten. Nun kochen wir die Knochen aus für eine Fleischbrühe.« Bei den Gedanken an eine kräftige Fleischbrühe lief Tommy das Wasser im Mund zusammen. »Also dann«, sagte Mrs. Bone, die merkte, dass sie das Gespräch der beiden zum Stocken gebracht hatte, und nickte Tommy noch einmal zu, ehe sie wieder im Inneren des Hauses verschwand. »Also dann, Mrs. Bone«, antwortete Tommy, aber von Mrs. Bone war bereits nichts mehr zu sehen. Emma verschränkte die Arme vor der Brust und sah Tommy abwartend an. Tommy drehte und wendete immer noch seine Mütze, als suchte er in ihrem Futter nach den richtigen Worten. Seit die Rennsaison vorbei war und die Arbeit nachgelassen hatte, war es Tommy von Tag zu Tag bewusster geworden, wie sehr er Emma vermisste. Frau Lepp war in seinem Winterquartier untergebracht, und weder Mr. Telford noch Mr. Seaton hatten genug Arbeit für den Stallburschen, um ihn von seinem Kummer abzulenken. Jetzt stand Tommy also vor Emma und zermarterte sich das Hören, wie er sie um Verzeihung bitten konnte, ohne sich lächerlich zu machen. »Ich habe gehört, du triffst dich mit einem anderen?« »So? Das hast du also gehört?« Tommy war trotz der Kälte warm. Irgendwie hatte er wohl gehofft, Emma mit Vorwürfen aus der Reserve locken zu können. Wenn sie sich entschuldigen würde, dann könnte er es vielleicht auch. Aber seine Rechnung schien nicht aufzugehen. Emma stand da und schwieg. Wieder einmal fiel Tommy auf, wie schön sie war. Ihr glänzendes, lockiges, haselnussbraunes Haar, das sich stets zu einem Knoten zusammenband, und ihre zarte Haut, die ebenmäßigen Zähne, die vollen Lippen und diese katzenhaften Augen. Sie hatte nichts Niedliches an sich. Vielmehr konnte jeder sehen, dass sie wusste, was sie wollte und was sie eben nicht wollte. »Es tut mir leid, Emma«, sagte Tommy kleinlaut. Emmas Blick wurde weicher, und Tommy schöpfte Hoffnung. Ich wollte dich nicht kränken oder verletzen. Es ist nur so...« Tommy stöhnte und blickte wieder auf den Boden. Erst als er Emmas Hand auf seinem Arm spürte, sah er auf. »Ich werde mich wohl damit abfinden müssen, dass ich erst nach den Pferden komme, oder?« Tommy verspürte den Impuls, zu leugnen, Emma zu beteuern, dass sie das Wichtigste für ihn sei. Er wusste jedoch, dass sie recht hatte. An erster Stelle würden für ihn immer die Pferde stehen. »Ich weiß nicht, ob ich das kann«, fuhr Emma fort. »Ich meine, ob ich damit zurechtkomme, ewig die Zweite in deinem Leben zu sein. Aber...« Tommy griff nach Emmas Hand. »Aber?«, forderte er sie auf, weiter zu sprechen. »Aber ich werde es versuchen.« Irgendwo in seinem Inneren brannte noch ein kleiner Stachel, der Tommy piesacte und ihn aufforderte, Emma zur Rede zu stellen, mit wem sie sich getroffen hatte und warum. Allerdings war sich Tommy darüber im Klaren, dass er viel aufs Spiel setzte, wenn er jetzt das Falsche tat. Also lächelte er nur und zog Emma an sich. Frau Lepp preschte über die Weide. Auf der Nachbarkoppel graste friedlich eine zierliche Stute. Hin und wieder wieherte der Fuchs heiser und warf seinen Blick über den Zaun, um die Wirkung seines Auftrittes zu überprüfen. Wenn er sich der vollen Aufmerksamkeit seines Publikums sicher war, legte der rote Blitz los. Er galoppierte mit wehendem Schweif und angelegten Ohren vom Ende der Koppel zum anderen und verjagte imaginäre Feinde. Im nächsten Augenblick tat er so, als wäre er selbst der Gejagte. Oder er wälzte sich voller Wonne im Matsch, und eine harte braune Kruste verdreckte sein seidiges, rotes, glänzendes Fell. Es gab nichts, was der Fuchs hier vermisste. Fast nichts. Nur hin und wieder, wenn er abends und nachts alleine in seinem Stallabteil stand, stieg eine schemenhafte Erinnerung in Philipp hoch. Eine Erinnerung an einen jungen Mann, der ihn früher häufig besucht und ihm schmackhafte Zuckerstückchen zugesteckt hatte. Dieser Mann war der einzige Mensch, in dessen Nähe sich der kräftige Waller rundherum sicher und zufrieden fühlte, dem er überall hin gefolgt wäre, ohne an der Richtigkeit des Weges zu zweifeln. So wie bei ihrer ersten Begegnung. Als Bobby damals gedacht hatte, er wäre am Ende seines Lebens angelangt, war der junge Mann aufgetaucht,
und hatte ihm mit seiner ruhigen, sicheren Art und einem Stückchen Zucker gezeigt, dass es weiterging. Und so wie ein frisch geschlüpftes Küken dem Lebewesen folgte, das es als erstes sieht, so folgte Bobby seitdem diesem jungen Mann. Manchmal sehnte er sich nach ihm, aber ansonsten entbehrte er hier nichts. Weder das harte Training noch die anstrengenden Rennen, auf die konnte er gern verzichten. Caleb wäre es nie in den Sinn gekommen, sich bald von der zierlichen Stute auf der Nachbarkoppel zu verabschieden. Und er ahnte auch nicht, dass neue harte Trainingsstunden und weitere anstrengende Rennen auf ihn warteten. Ebenso wenig wusste er, dass ein junger Mann sich bereits darauf freute, ihn bald wiederzusehen und ihm Zucker zuzustecken. Harry Telford nickte zufrieden, während er zusah, wie Caleb aus dem Transporter geführt wurde. Dem Fuchs waren die fast 3 Monate Winterpause sichtlich gut bekommen. Vielleicht ein bisschen zu gut, dachte Mr. Telford, mit einem Blick auf das stattliche Tier. Doch er war sich sicher, das anstehende Training, das den roten Blitz für die kommende Saison fit machen sollte, würde schon dafür sorgen, dass die überzähligen Funde verschwenden. Vorausgesetzt, dieser Woodcrook behielt seinen Futtervorrat für sich. Aber dieser Woodcrook behielt seinen Futtervorrat nicht für sich. Kaum hatte er Caleb in die Box gebracht, hielt er ihm auch schon ein Stückchen der begehrten Süßigkeit unter die Nüstern und strich anschließend liebevoll über die Stirn des Pferdes. »Na, Bobby?« begrüßte er ihn und lachte, als der Fuchs sich mit einem kräftigen Nasenschubser bei ihm bedankte. »Groß bist du geworden«, sagte Tommy, wie ein lieber Onkel. »Groß und kräftig. In diesem Jahr werden wir es allen zeigen, nicht wahr, mein Junge?« Bobby legte seinen massiven Schädel auf die Schulter des jungen Mannes und schnaubte zufrieden. Es war nicht zu übersehen, dass er sich freute, Tommy wiederzusehen. Ebenso wie sich Tommy freute, den Fuchs wiederzusehen. Als Tommy das Räuspern hinter sich hörte, drehte er sich um. Es war Harry Telford, der mit seinem üblichen grimmigen Gesichtsausdruck an der Boxenklappe lehnte. »Behalt deinen Zucker bei dir, Junge«, mahnte er streng. »Das Vieh ist ohnehin zu fett. Ich weiß nicht, wie wir ihn bis zum ersten Rennen der Saison in Form kriegen sollen.« »Caleb schafft das schon, Sir«, antwortete Tommy zuversichtlich und streichelte Bobbys Hals. Telford grunzte missmutig und wandte sich ab. Tommy zog ein weiteres Zuckerstückchen aus der Hose und hielt es Bobby hin, und es verschwand in 0, nichts in Calebs Maul. »Ich hab dir doch gesagt, er ist zu fett«, zitterte Telford. »Dieser ewige Zucker! Hier ein Leckerchen und da noch eins!« Tommy legte Caleb stumm die Reisedecke über. »Der steht ja noch in der Startbox, wenn die anderen Pferde schon wieder daheim im Stall sind.« Das Gesicht des Trainers war rot vor Zorn. »So schlecht war er doch gar nicht«, widersprach Tommy leise. »Immerhin ist er Vierter geworden.« »Oh, toll, Vierter!« Telford schüttelte den Kopf. »Und in Roselle Extra in Warwick, irgendwo im Mittelfeld, läuft so ein Champion? Er ist faul und fett, sonst nichts. Vielleicht ist er einfach nur nicht so weit. Er ist schließlich in Wahrheit noch keine 3 Jahre alt und... Ach! Er ist schließlich noch keine 3 Jahre alt und... Ach! Unterbrach Telford seinen Stallburschen und sparte sich den Hinweis darauf, dass Caleb wie alle anderen Pferde auch am 1. August offiziell Geburtstag gehabt hatte und damit als 3-Jähriger galt. Denn er wusste, dass er Tommy damit nichts Neues erzählte und der Stallbursche auf den echten Geburtstag des Fuchses anspielte. »Und du meinst er überschlug die Zahlen im Kopf, in 34 Tagen fängt er plötzlich an zu gewinnen?« Dass ich nicht lache. Er wartete nicht auf eine Erwiderung, sondern stapfte davon. »Glaubst du, dass Caleb diesmal gewinnt?« Cashy stand neben Tommy am Zaun der Rennbahn und trommelte nervös mit seinem Finger auf dem splitterigen Holz herum. Tommy zuckte die Schultern. »Ich weiß nicht. Der Boss gibt ihn langsam auf.« Tommy warf seinem Freund einen Blick zu. »Was meinst du damit?« »Ich habe gehört, wie er gestern zu Davis gesagt hat, er gebe ihm nur noch eine Chance.« »Ihm?« »Ja, Caleb. Wenn er nicht bald gewinnt, hat er gesagt, dann wird er ihn verkaufen.« Tommy blickte schweigend geradeaus. Bobby verkaufen? Überrascht stellte der junge Mann fest, wie sehr ihm diese Aussicht traurig stimmte. Obwohl er grundsätzlich alle Pferde mochte, war der rote Blitz für ihn etwas Besonderes. Er hätte nicht sagen können, warum ausgerechnet der Fuchs ihm so ans Herzen gewachsen war. Vielleicht war es die Erinnerung an ihre erste Begegnung im Hafen von Sydney, dass Bobby ihn so offensichtlich zu seinen Freunden auserkoren hatte. Bobby brachte ihm so viel Zuneigung und Vertrauen entgegen, dass er gar nicht anders konnte, als diese Gefühle zu erwidern. Und war das nicht eine mehr als natürliche Reaktion?